Hallo liebe Zuschauer, wir haben wieder Montag und ihr habt eine komplette Woche vor euch, wo ihr euch drauf freuen dürft. Bei mir, seitdem die Winat da ist, hat sich einiges geändert oder vielmehr wir haben einiges geplant, was wir neu machen wollen in meinem Kanal. Ab übernächste Woche gibt es fast jeden Tag ein Video. Nicht zu lange, ich versuche so zwischen 10 und 15 Minuten, damit man das zum Frühstück gut verdauen kann. Aber ich werde euch mal die Themen auflisten, die wir so erarbeitet haben. Montags kommt wie jetzt auch immer die News von Samui. Und da fängt ja jetzt die Winat an, das Neueste hier zu erfahren. Weil sie ja Thai lesen kann und sie hat sich also auch schon in einzelnen Gruppen eingeklinkt, um da Informationen zu erfahren, was eben halt hier ringsherum in unserer Inselwelt los ist. Da werde ich euch demnächst Informationen geben. Am Dienstag kommt dann Kochen mit Winat. Ja, also wir machen demnächst auch ein Kochstudio auf. Ich habe mit ihr gesprochen, wie jede thailändische Frau eigentlich. Sie kocht gerne. Da werden wir also auf den Markt gehen, die entsprechenden Zutaten dort kaufen. Und dann hier bei mir in der Küche wird sie das dann zubereiten. Auch was man da alles für benötigt, auch vom Gewicht her. Das ist vorgesehen, mittwochs kommt dann immer die Oma. Ich bin nämlich der Meinung, die Oma, die sollten wir jetzt noch, oder ich sollte die noch mehr ins Visier nehmen, also wirklich jede Woche ein Video von ihr machen. Ich habe jetzt bei den letzten Besuchen gemerkt, sie freut sich unwahrscheinlich, wenn wir da kommen. Und ehrlich gesagt, Oma ist ja nicht mehr die Jüngste und man sollte die Zeit nutzen, wo sie noch da ist. Sie hat den Spaß und ihr könnt sehen, was da los ist. Ich habe ja viel Zuspruch bekommen in meinem letzten Video dazu. Oma gehört zum Kanal und da wird sich auch nichts dran ändern. Also, Mittwoch kommt dann immer die Oma. Dann habe ich den Donnerstag. Da kommen die News von Thailand. Ja, wir gehen jetzt also weit raus hier von Samui. Ich versuche da mal die News hier zu ermitteln, was hier in Thailand los ist. Wir haben ja momentan viel mit der Politik zu tun. Den Premierminister, den will man ja wählen. Das klappt ja nicht mehr, das klappt ja nicht so richtig. Also da will ich allgemein von Thailand was bringen. Freitags, da haben wir hier den Garten. Da haben wir also schon mit der Vorproduktion angefangen. Wir fangen also jetzt schon an zu filmen. Ich will also gucken mit Winat, dass wir also immer für eine Woche wie Kochen und Garten oder auch die Oma im Voraus filmen. Und Samstag habe ich mir überlegt, ich bekomme so oft private Zuschriften von auswanderungswilligen Menschen, die aber noch Angst haben, unsicher sind. Ich habe ja da eine ganze Playliste schon erstellt und die will ich nochmal aufarbeiten und auf einzelne Kommentare von euch eingehen, um euch zu helfen, weil der unwahrscheinliche Drang da ist, Deutschland zu verlassen. Ja, das muss ich sagen, also die bei mir hier auftauchen, zum Kaffee trinken kommen oder mich anschreiben, die in einem entsprechenden Alter sind, die wollen Deutschland so schnell wie verlassen, haben aber nicht das Letzte, also den Mut zu finden, einen, der sie praktisch so ein bisschen an die Hand nimmt, vorab mal alles abzuklären, auch geht das, ist also Geld ist super wichtig, man muss das entsprechende Geld haben und die Gesundheit, ansonsten kann man den Traum vergessen, da ist das Risiko zu hoch. Sonntag habe ich hier frei, steht hier, also da werden dann unsere Filme hier von Samui dann gezeigt. Auch in den anderen Tagen kann es also sehr wohl sein, dass wir zu dem Wochenthema dann auch nochmal ein Video reinbringen, was wir hier auf Samui anstellen, Winat und ich. Also das wird
eine komplexe Sache, aber wie gesagt, das sollen keine groß lange Filme sein, sondern kurz informativ für euch, wenn ihr nach hier kommt, damit ihr wisst, wo es so schön ist. So, jetzt habe ich den Punkt Wetter hier oben noch draufstehen. Also das Wetter ist also, wir haben ja ich glaube vor Vietnam haben wir einen Wirbelsturm, der nach China hochzieht, und da kriegen wir hier also auch die Ausläufer mit. Also die letzten Tage, da war es auch mal sehr, sehr windig. Ich hatte da auch die Webcam eingeschaltet oben auf dem Dach, habe schon gedacht, die würde wegfliegen. Das war also, und mit Regen war das verbunden. Aber ansonsten kann man sagen, wir haben angenehme Temperaturen, vor allem für euch, so um die 28 Grad, 29 Grad. Ich habe letzte Woche bei, ich glaube, 27 Grad habe ich mir die Socken angezogen. Ja, also man wird dann schon kälteempfindlicher, wenn man also so lange hier ist. Ich bin ja schon 9,5 Jahre hier. Ansonsten kann man sagen, das Wetter ist schön, auch zum Sonnen, obwohl es bewölkt ist. Dann wird die Haut nämlich nicht so verbrannt. Wir waren jetzt zuletzt hier an Bantai am Strand für 2,5 Stunden, und wenn es so ein bisschen bewölkt ist, kann man das super aushalten. Man kann ins Meer gehen, ich glaube, das Meer ist so um die 28 Grad, also sehr angenehm. Ja, dann hatte ich ja mal erzählt, wir wollten nach Koh Phangan. Ich habe jetzt das auch gebucht zu meinem Geburtstag. Wir sind also nicht hier. Jem bleibt hier, der bekommt also einen Aufseher, eine Aufseherin die Tage. Wir sind also, das sind wir auf Koh Phangan im Mandalay Hotel, habe ich uns eingebucht für 3 Nächte. Ich freue mich schon drauf. Die Wienand auch, die war also noch nie da gewesen. Ich hatte ja gesagt, jeder soll seine eigenen Erfahrungen machen, wie man die Inseln empfindet, wie sie sind. Da würde ich also auch rumfahren und natürlich dann auch Filme machen. Ja, und dann haben wir noch, ja, also mit dem Auswandern, das hatte ich ja gesagt, das Auswandern kommt ja am Samstag. Ein wichtiger Punkt ist da wirklich das Geld. Leute, also mit 800 oder 900 Euro, vergesst es. Da geht ihr ein ganz großes Risiko ein. Außerdem, man bekommt erst ein Rentnervisum, ich glaube mit 1200 Euro Rente als Nachweis, oder man muss die 800.000 schon Cash auf dem Konto hier liegen haben, beziehungsweise wenn man nach hier kommt, erstmal in Deutschland. Aber da werde ich, wie gesagt, nochmal drauf eingehen. Dann haben wir angefangen mit Kaffee trinken bei Florenz. Da haben wir also jetzt, weil wir jetzt so ein Riesenprogramm vor uns haben, was wir an Filme produzieren wollen, haben wir also nur noch den Dienstag und den Donnerstag jeweils frei. Ab 4 Uhr nachmittags für 2 Stunden können wir gerne Gäste empfangen hier. Wir hatten gestern auch welche hier gehabt, das war mal so ein bisschen außer der Reihe. Aber jetzt steht es fest, nur Dienstag und Donnerstag, also immer mit D. Dann kann man hier bei uns Kaffee trinken und ja, wir können uns unterhalten. Meistens ist es immer, das war gestern auch, welche die auswandern wollen, und die wollen dann eben halt noch so ein paar Tipps haben. Aber meistens habe ich so den Eindruck, die wollen das Gefühl empfangen, ja, das könnte auch bei mir klappen, wenn es bei ihm geklappt hat. Ja, und ich möchte den Menschen helfen, Deutschland zu verlassen. Ja. Das war's jetzt. Mehr habe ich nicht auf dem Programm. Ich muss mich jetzt so ein bisschen darauf vorbereiten. Und dann haben wir dann ab übernächste Woche, jeden Tag kommt was, oder auch 2 Filme, kleine Filme, um euch das Leben hier in Thailand ein bisschen näher zu bringen. So, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Montag. Tschüss.